Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier einen Laptop von Acer und zwar ein Nitro 5. Und ich zeige euch auch gleich, wie ihr an die genaue Modellnummer herankommt. Aber zuallererst trennen wir mal das Laptop vom Ladekabel. Die genaue Modellnummer finden wir bei diesem Gerät auf der Rückseite. Und zwar hier. Und mit dieser Nummer findet ihr auch auf unserer Shop-Seite sehr einfach die Ersatzteile. Generell kann man noch sagen, dass ein Displaytausch hier relativ einfach ist. Man muss dafür nur den Frontrahmen abnehmen und kann das Display dann tauschen. Die Tastatur kommt zusammen mit dem Topcase und dafür muss man dann alles aus dem Gehäuse nehmen. So, um das Laptop jetzt zu öffnen, muss man diese Schrauben hier lösen. Ich blende euch die auch im Bild ein. Zum Öffnen habe ich hier ein Universalwerkzeugset benutzt. Da sind alle gängigen Schrauben und auch Aufsätze mit dabei, sehr praktisch. Ich verlinke euch das auch in der Videobeschreibung, falls ihr da Interesse habt. Und als Aufsatz nehme ich hier einen Kreuzschraubendreher und zwar ein PH0. So, dann wollen wir mal schauen, wo genau das Gehäuse eigentlich mit der Gehäuseunterseite verbunden ist. Denn da müssen wir dann rein, um es aufzuhebeln. Und hier zum Beispiel kann man die Trennlinie ganz gut sehen. Und auch hier erkennt man ziemlich gut, wo die Verbindungslinie zwischen Gehäuse und Gehäuseunterseite verläuft. Zum Aufmachen des Gerätes benutze ich hier einen dünnen, flachen Metallgegenstand. Und dann schaue ich mal, wo ich am besten reinkomme, um eine Öffnung zu kriegen. In dem Fall fange ich jetzt mal auf der Geräterückseite an. Und dann versuche ich die Gehäuseunterseite ein bisschen nach oben zu hebeln. Mit ein bisschen Wackeln und hin und her rutschen funktioniert das immer ganz gut. Und ja, das laute Knacken gehört dazu. Das ist einfach, wenn die Unterseite aus den Einraststellen gelöst wird. Dann knackt und knirscht das manchmal, das ist aber normal. Da braucht man keine Angst zu haben, was kaputt zu machen. Wenn es irgendwie gar nicht geht, dann nicht mit Gewalt. Lieber nochmal schauen, ob alle Schrauben raus sind oder ob man da vielleicht vergessen hat, eine zu lösen. Und ja, dann kann man eigentlich auch schon mit der Hand meistens drunter fassen und das mit ein bisschen Rütteln und hin und her bewegen einfach abziehen. Ich mache das hier jetzt mal im Schnelldurchlauf fertig. So, jetzt da wir die Unterseite gelöst haben, könnt ihr sie auch mal von innen sehen. Und so sieht dann das Gerät von innen aus. Gut, bevor wir jetzt irgendetwas weiteres machen, trennen wir aber auf jeden Fall erst einmal den Akku vom Mainboard, dass das Gerät auch wirklich keinen Strom mehr hat. Und den Akku sehen wir hier. Und da läuft das Kabel und der Stecker zum Mainboard. In dem Fall ist es so, dass der Stecker einfach so nah am Akku sitzt, dass es ein super Gefummel ist, den überhaupt rauszukriegen. Das heißt, wir lösen erstmal diese Schrauben, nehmen dann den Akku einfach raus und kommen so viel besser an den Stecker dran. Bei diesem Gerät kann man den Stecker einfach rausziehen. Man kann den dazu auch am Kabelbund fassen und dann mit ein bisschen Wackeln einfach rausziehen. So, was können wir noch sehen?
Wir sehen hier noch Platz für eine 2,5 Zoll Festplatte. Die würde dann über einen Adapter hier mit dem Mainboard verbunden werden, wobei man das Adapterkabel oder Set extra dazu kaufen muss. Hier sehen wir den RAM. Da ist die SSD, in dem Fall unter einer kleinen Metallabdeckung. Hier sehen wir den Lüfter und den Heatsink, der die CPU kühlt, und die GPU. Und hier noch das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Unter dem Akku sehen wir hier übrigens auch das Touchpad. Das lässt sich hier auch einzeln tauschen, ist allerdings ja ein bisschen blöd gemacht, weil die Schrauben dazu so halb unter dem Mainboard sind. Das heißt, da muss man erst das Mainboard ausbauen, um an die Schrauben ranzukommen. Und ja, danach muss man auch das Kabel trennen, das das Touchpad mit dem Motherboard verbindet. Das läuft hier und es ist mit einem Kippschalter verbunden, also da nicht einfach am Kabel ziehen. Das klappt man erst nach oben hin auf und dann kann man das Kabel nach hinten rausziehen und dann beim Wiederverbinden nur darauf achten, dass das wieder richtig drin steckt, bis zu der Linie, die man hier sehen kann. Bis dahin einfach wieder reinstecken, dann den Schalter umklappen und ja, so geht das dann. Um den RAM-Riegel, der hier ist, auszutauschen, muss man eigentlich nur diese beiden Klammern an der Seite so ein bisschen nach außen schieben. Dann springt er einem förmlich entgegen. Man kann den dann einfach rausnehmen und austauschen. Beim Wiedereinbau steckt man den einfach genauso wieder rein und drückt den nach unten, bis die Klammern wieder einrasten. Gut, hier drüben sehen wir die SSDs. Die sind, wie gesagt, unter so einer kleinen Abdeckung, werden von dieser Schraube hier gehalten. Und ja, wenn die gelöst ist, kann man die Abdeckung einfach nach hinten hinwegziehen oder zur Seite in dem Fall. Und da ist dann die SSD so leicht mit ein bisschen Kühlpaste verklebt. Und dann kann man die einfach austauschen. Hier kann man das ganz gut sehen, wie die miteinander verschraubt sind. Beim Wiederverbinden würde ich jetzt einfach die SSD erstmal einzeln wieder in den Slot stecken. Ein bisschen nach unten drücken und ja, dann kann man nämlich die Hülle einfach da wieder in die Ausbuchtung schieben. Beides zusammen aufs Gewinde drücken und dann einfach wieder verschrauben. Also ja, ist super einfach. Und natürlich genau das gleiche Spiel bei der SSD da drüber. Bei dem Lüfter ist es hier so, dass man den nur zusammen mit dem Heatsink tauschen kann. Das heißt, man muss neben dem Lüfter selber, der mit diesen Schrauben hier gehalten wird, auch den Heatsink abschrauben. Und dann kann man beides zusammen als Einheit aus dem Gehäuse nehmen und ersetzen. Natürlich auch die Lüfterkabel nicht vergessen. Das sind 2 Stück. Und ja, da ist es so, dass die sehr dünn sind, die Kabel. Würde ich versuchen, nicht direkt dran zu ziehen. Versuchen, den Stecker seitlich zu fassen und so direkt rauszuziehen. Und ja, dann macht man das Ganze in umgekehrter Reihenfolge wieder rein. Die Kontakte bei den Lüftern hier am Stecker zeigen nach oben. Und wie gesagt, nicht vergessen, es sind 2 Kabel. Die müssen auch beide wieder verbunden werden, damit er dann auch wieder richtig arbeitet. So, den Akku können wir jetzt einfach wieder in das Gerät zurücklegen. Und in dem Fall stecke ich jetzt erst das Kabel wieder dran. Einfach weil man da wirklich viel mehr Platz hat, um das richtig reinzudrücken. Da auf jeden Fall achten, dass der richtig drin steckt, damit das Laptop dann auch wieder Strom bekommt. Und danach kann man den Akku auf die Gewinde drauflegen.
bis es passt genau. Da gibt es nicht so viele Möglichkeiten. Und ja, dann wird er einfach wieder verschraubt und dann hat man das erledigt. So, die Gehäuseunterseite wird jetzt einfach wieder drauf gedrückt. Und ja, da kann man ruhig ein bisschen kräftig alle Stellen wirklich zudrücken, auch in der Mitte. Man hört das auch immer sehr gut, wie alles wieder einrastet. Ich gehe dann am Ende auch immer einmal um das Gerät herum und schaue, dass wirklich nirgendwo mehr eine Öffnung zu sehen ist. Ja, und dann einfach wieder zuschrauben. Und ja, so schnell ging das. So, das war es auch schon wieder für dieses Modell. Wenn ihr noch Fragen oder Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und ja, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen und ich wünsche euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.